Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Was wiegt eigentlich ein? In dem Video heute fühlen wir den Pössl Summit 640 Prime mal genau auf den Zahn, gucken uns an, wie dieses Auto ausgestattet ist, was es rechnerisch wiegen darf, prüfen, was es real wiegt und gucken uns das alles an. Und am Ende entscheiden wir, kriegt der Pössl Summit 600 Prime das Togo-Gewichtssiegel? Ja oder nein? Grüner Stempel oder roter Stempel? Ich bin genauso gespannt wie ihr. Ich hoffe, dass es schafft, weil es ein super cooles Auto ist und wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ja, bevor wir uns genau die Gewichte anschauen, schauen wir heute mal, was haben wir hier überhaupt für ein Video. Wer von euch sich für den Summit 640 Prime interessiert, kennt wahrscheinlich unser ausführliches Video zu dem Fahrzeug schon, wo wir alle Maße genommen haben, wo wir ganz detailliert auf die einzelnen Ausstattungen eingehen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, dem sei es hier an dieser Stelle empfohlen und wir blenden euch das oben in der Ecke nochmal ein und unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link dazu, dass man einen guten Eindruck davon bekommt. Die wichtigen Sachen haben wir da alle gesagt. Ein paar Sachen macht dieser Summit aber anders. Zum einen ist er von außen schwarz Metallic, das zeigt euch Chris gleich im schönen Zusammenschnitt. Und wir haben hier von innen den wunderschönen Polsterstoff Samba. Das ist im Modelljahr 2020 ein exklusiver Summit Prime Stoff gewesen. Fürs Modelljahr 21, was jetzt ja gerade beginnt, ist der Stoff Samba auch für die anderen Summit Modelle zur Verfügung. In den anderen kommt er dann aber ohne diesen Einsticker Prime da oben. Aber es passt zum Beispiel auch bei dem Holzdekor Eiche Kupferbohrer im normalen Summit auch gut. Ja, wenn man einen Blick nach hinten werfen kann, wir haben hier, wie gesagt, ein 640er mit den tollen Längsbetten, dem Stauraum, einem riesen Raumgefühl mit den langen Schränken oben. Immer wieder ein Auto, was die Leute schon ziemlich flasht, wenn sie drin sind. Das erklärt die leider auch sehr, sehr langen Lieferzeiten des Summit 640 Prime. Also wenn ihr euch für einen interessiert, richtet euch leider darauf ein, dass das Ganze ein bisschen länger dauert. Ansonsten ist das Auto so wie der andere, den wir vorgestellt haben, eine kleine Besonderheit. Wir haben hier ein Fiat mit Automatikgetriebe und das allererste Mal in überhaupt einem Video habe ich ein Fahrzeug mit einem Armaturenbrett in bronzefarbenen Applikationen. Das sind dort die leicht kupferstichigen Applikationen um die Lüftungsgitter und ums Radio drumherum. Denke ich, gibt dem ganzen Cockpit auch einen schicken, edlen Touch. Und nur damit ihr mal eine Idee davon bekommt, wie das aussieht, habt ihr das jetzt auch mal gesehen. Ja, wir sind aber eigentlich hier heute zusammengekommen, um uns mit dem Gewicht des Fahrzeugs auseinanderzusetzen. Ich habe mich mal erstmal damit auseinandergesetzt, wie ist dieses Auto ausgestattet und was haben wir hier überhaupt für ein Gewicht. Vom Einstieg, Pössl gibt den Summit 640 Prime mit einer Masse im fahrbereiten Zustand von 3010 Kilo an. Der Summit 640 ist von Haus aus erstmal ein Leitchassis, um das Gewicht ein bisschen zu reduzieren. Und wie das Gewicht genau zusammengesetzt ist, schauen wir uns gleich an. Hier haben wir aber, um die schweren Dinge mal vorwegzunehmen, wir haben ein Maxi-Chassis mit drin, wir haben das Fiat Automatikgetriebe mit drin, wir haben natürlich wie bei jedem anderen Pössl das All-In-Paket mit drin, was Pössl mit 48 Kilo angibt, weil da eben größerer Dieseltank, Ladebooster, ein Ersatzrad und all solche Dinge mit dabei sind. Und ansonsten ist dieses Auto durchaus gewichtsoptimiert zusammengestellt. Wir verzichten auf solche Dinge wie eine Markise, aber mit einer richtig schönen runden Ausstattung. Das Winterpaket ist mit dabei. Wir haben mit 27 Kilo eine zweite Bordbatterie mit dabei. Der hat die großen 16 Zoll Alufelgen, sämtliche Assistenzsysteme mit Notbremsassistent und so weiter und so fort. Und von uns noch bekommen ein Radio mit Rückfahrkamera und Sicherheitsschlösser. Zuziehhilfe und sowas hat er auch alles mit dabei. Also alles zusammengepackt haben wir hier ein Fahrzeug, was eine rechnerische Masse im fahrbereiten Zustand von 3172,2 Kilo hat. Jetzt geben die Hersteller das ja immer an mit Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen von plus bzw. minus 5% maximal sind möglich und zulässig. Das steht auf jedem Prospekt hinten mit drauf. Und das macht es natürlich für uns doppelt interessant zu schauen, macht der Hersteller das einfach, um sich abzusichern, oder gibt es vielleicht auch Hersteller, die das systematisch mit verwenden, um die Autos leichter erscheinen zu lassen. Deswegen habe ich mich jetzt mit dem Gewicht ein bisschen auseinandergesetzt, habe uns mal ausgerechnet, was müsste dieses Auto leer wiegen. Wenn ich von dieser Masse im fahrbereiten Zustand ausgehe, 3172 Kilo,
Ihr findet eigentlich auf jedem Prospekt, meist auf der Rückseite der technischen Daten und Preislisten, gibt es irgendwo einen kleinen Bereich, wo drin steht, die Masse im fahrbereiten Zustand umfasst und so weiter. Nach der EG-Richtlinie mit ganz vielen technischen Daten, aber da muss jeder Hersteller angeben, wie er diese Masse im fahrbereiten Zustand ermittelt. Beim Summit 640 Prime oder Pössl hat das hier für alle Fahrzeuge, es gilt für die anderen genauso, ist in der Masse im fahrbereiten Zustand ein Fahrer mit 75 Kilo. Finde ich immer wieder interessant, dass Leute mit 75, aber für mich wird es nicht passen, aber da kann sich jetzt jeder selbst seine Differenzen dazu rechnen oder auch abziehen. Wir haben einen gefüllten Kraftstofftank und folgende Grundausstattung, ein Wassertank mit reduziertem Volumen. Das ist auch ein Trick, da muss man echt genau in die Papiere der Hersteller gucken. Einige geben die Autos mit vollem Wassertank an, andere mit teilgefüllten und andere auch noch weniger. Pössl rechnet 20 Liter Wasser mit in die Masse im fahrbereiten Zustand mit rein, also auch 20 Kilo. Eine gefüllte Alugasflasche, 15 Kilo rechnerisch und eine Kabeltrommel. Und dann stehen halt die Standarddinge mit dabei. Achtet drauf, mit Sonderzubehör verringert sich die Zuladung und so weiter. Wenn ich jetzt mir meine rechnerische Masse im fahrbereiten Zustand nehme, den Fahrer mit 75 Kilo rausrechne, 20 Liter Wasser rausrechne, die 15 Kilo Gasflasche, 4 Kilo Kabeltrommel, und dann den Kraftstofftank, da bin ich der Meinung, sagt die Norm 90% gefüllt ist er. Das hatten wir im letzten Video von dem Lastrada Regent S schon mit dem spezifischen Gewicht. Diesel ist ja leichter als Wasser. Rechnet man ungefähr 70 Kilo für den Kraftstoff. Dann haben wir ein Leergewicht, rechnerisch, von 2990 Kilo. Also knapp unter 3 Tonnen für einen schön ausgestatteten Pössl Summit 640 Prime. Als Fiat Ducato mit 160 PS. Und jetzt werden wir uns damit mal auseinandersetzen, schnappen uns rote Nummern, fahren mit dem Fahrzeug über die Waage, gucken mal, was der Wagen real so wiegt, wie er jetzt hier steht. In der Zeit, in der ich das mache, macht Chris noch ein paar schicke Schwenks von dem Fahrzeug, damit ihr einen guten Eindruck vom Summit 640 Prime von Pössl bekommt. Und dann treffen wir uns gleich an genau dieser Stelle wieder und gucken mal, ob Pössl mit den Zahlen schummelt oder ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Was für ein schönes Auto, dieser Pössl Summit. Mir gefällt er gut. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke auch gut gefallen. Übrigens sind seit letzter Woche die neuen Prospekte auf der Pössl-Seite online. Die könnt ihr euch runterladen und mal so ein bisschen zum Spaß für euch selber konfigurieren. Und das, was Pössl ab Werk nicht kann, das können wir dann am Ende des Tages schon auch umsetzen. Ja, was hatten wir gesagt? Wir haben gesagt, rechnerisch müsste das Auto leer auf der Waage 2990 Kilo haben. Wenn alles stimmt, was Pössl so gemacht hat. Wir sind hier bei unserem Landhandel gewesen, der Drucker für das Wiegeprotokoll funktioniert glücklicherweise wieder. Das heißt, heute habe ich die Zahl auch schwarz auf weiß. Wir haben das Auto komplett leer auf die Waage gestellt. Das Einzige, wir brauchen natürlich ein bisschen Kraftstoff drin, das heißt 20 Liter Kraftstoff haben wir mit dabei. So wie das Auto steht, wiegt er 2940 Kilo. Und das kann man mal sacken lassen, weil 2940 Kilo inklusive 20 Liter Kraftstoff, die müsste ich davon ja noch abziehen. Das heißt, ganz leer haben wir ungefähr 2920, 2930 Kilo. Haben dürfte der Wagen 2990 Kilo. Das heißt, genau wie bei dem Lastrada Regent S, und das ist was mich ernsthaft erstaunt, weil ich immer dachte, die Gewichte reizen wir aus bis zum Anschlag, ist das Gewicht weniger, als es rechnerisch haben darf.
Die Hersteller haben anscheinend verstanden, dass sie mit Schummeleien da sowieso nicht mehr durchkommen. Und zumindest bei den ersten beiden geprüften Fahrzeugen haben wir jetzt ein reales Gewicht, was weniger ist, als das Auto haben darf. Rechnerisch bedeutet das für euch, oder nicht rechnerisch, sondern de facto bedeutet das für euch, dass wir eine Masse im fahrbereiten Zustand gewogen haben von 3140 Kilo. Das heißt, ihr habt echte 360 Kilo Zuladung, wenn ihr den Wagen als 3,5 Tonner zulasst. Wir haben den ja jetzt hier bewusst als Maxi-Chassis bestellt. Das heißt, da würde auch immer die Möglichkeit bestehen, den Wagen auf 4 Tonnen oder sogar 4,25 Tonnen aufzulasten. Das heißt, wenn ich das dann, soweit kann ich gar nicht rechnen, sind das 860 Kilo bei 4 Tonnen und fast 1 Tonne Zuladung bei 4,25 Tonnen. Und wir haben ja nur einen 6,36 Meter Kastenwagen. Das heißt, das passt auf jeden Fall. Und auch wenn ihr auf die Idee kommt, ich will eine Rollerbühne mit einem 170 Kilo Roller drauf, was wir übrigens auch könnten, ist dieses Auto gewichtsmäßig über jeden Preis erhaben. Das heißt, wir können an dieser Stelle sagen, Togo Gewichtssiegel, einen grünen Stempel drauf. Es passt zu 100%. Das Gewicht des Pössl Summit 640 stimmt mit der Prospektangabe überein, beziehungsweise noch besser, es schlägt die Prospektangabe um etwas über 50 Kilo. Und das finde ich richtig cool. Ja, ich hoffe, dass euch das ein bisschen bei der Auswahl eures Autos hilft oder auch bei der Entscheidung, wie ihr einen Summit 640 Prime konfigurieren wollt. Wie bei dem letzten Video, wenn euch das Thema Gewichte interessiert, schreibt mal bitte drunter, ob wir das weiter verfolgen sollen, und schreibt ruhig auch mal drunter, welche Autos euch interessieren würden, und dann können wir mal schauen, welche, muss ja immer bei uns auch ein bisschen passen, welche Autos da sind. Dann können wir gucken, mit welchen Autos wir das als nächstes Mal machen. Das Video zum Lastrada Regent S mit den Gewichten verlinken wir euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich packe mein Zettelchen zusammen, freue mich auf das nächste Video mit euch und freue mich darauf, euch gleich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin.